Hallo, heute gibt's ein kleines Video für euch und zuerst gibt's, weil es so heiß ist, ein richtig schönes, kaltes Getränk für mich. Ja! Oh, das war fein. Also nicht zu verwechseln mit dem hier. Das sieht fast so aus, aber das ist mein Farbwasser von den Aquarellfarben. Also bitte nicht trinken. Greift lieber zu einem kalten, schönen Saftgetränk. Lecker. Und jetzt kann's losgehen mit der Malerei. Hallo, hier ist die Anne Bross von Anne Bross Kunst. Ich mache heute ein kleines Aquarell für euch. Einfach so ein lustiges, easy peasy Malen und werde es gleichzeitig auch vertonen, weil meistens mache ich das hinterher bei den längeren Videos. Aber bei so einem kurzen Video, was auch ganz witzig sein soll, mache ich das mal direkt alles sofort. Und ihr seht schon, ich habe mir ein kleines Aquarellpapier zurechtgeschnitten. Das ist normalerweise doppelt so groß auf einem Block. Und da habe ich mir jetzt so eine ganz kleine Bleistiftzeichnung angefertigt und gehe da einfach locker an die Sache ran. Und es soll mehr so eine Art lustige Illustration werden und ihr könnt mir jetzt dabei zuschauen, wie ich das gestalten werde. Es soll ein kleiner Vogel werden. Das ist jetzt nicht zu schwer, das können auch Anfänger machen. Und zunächst habe ich mir Wasser in den Pinsel rein. Ich nehme auch einen relativ dicken, großen Pinsel und werde jetzt den Körper des Vogels mit Wasser benetzen. Das Einzige, was ich auslasse, sind vorerst die Augen des Vogels und alles andere kann befüllt werden mit Farbe. Das heißt, die Flügel, dann der Körper als solches mache ich jetzt schön nass mit dem Wasser. Denn das soll ja fließen. Ihr wisst, es ist immer wichtig, auch in der Acrylmalerei. Lasst es einfach fließen. So, jetzt ist da genug Wasser aufgetragen und ich überlege mir, ich nehme mal ein Sonnengelb. Trage das auf und ihr seht, da wo das Wasser ist, fließt auch gleich die Farbe hin. Und wenn ihr sagt, gut, der Kopf soll jetzt etwas heller sein, dann könnt ihr das einfach so machen, dass die Farbe verdrängt wird. Einfach mit dem Pinsel nochmal die Farbe nach unten ziehen. Ungefähr so. Und dann auch den
Bauch, der soll auch ein bisschen heller werden. Dann nehme ich einfach etwas Orange hinzu. Lasse das auch mit einfließen, indem ich da rein tupfe. Dann wird das mehr orange. In das Orange mische ich jetzt nochmal ein etwas dunkleres Orange für den Schwanz des Vogels. Und auch in die Flügel lasse ich das in die Spitze mit einfließen. Tupfe noch etwas auf die Brust des Vogels. So sieht es schon mal ganz gut aus und jetzt lasst es einfach trocknen. Das könnt ihr auf natürliche Art machen, indem ihr es einfach an der Luft trocknen lasst, oder ihr geht her und nehmt den Föhn zu Hilfe. Das mache ich jetzt. Bis gleich. So, jetzt habe ich das ein bisschen trocknen lassen, aber es ist jetzt nicht ganz so schön ausgefallen, wie ich mir dachte, weil sich hier durch das Trocknen so harte Kanten gebildet haben. Aber das ist nicht so schlimm, da geht man her und weicht es nochmal mit Wasser an, diese Farbe, zieht es wieder an die Stellen, wie man das haben möchte. Auch hier auf der Seite, da war einfach zu viel Farbe da. Das kann man wieder beheben und zieht es an die Stellen weiter nach oben. Und weicht auch die Kante, die äußere, jetzt zum Beispiel an diesen Flügeln auf, so dass es weich und sanft in den Körper übergeht. Und wie ihr seht, das funktioniert wunderbar. Und so gefällt es mir viel besser. Das werde ich jetzt nochmals kurz trocknen. Ich nehme mir einen etwas dünneren Pinsel, um
da noch eine Kleinigkeit zu malen. Und zwar ist das der kleine Schnabel des Vogels. Dann male ich noch da unten diese Ansätze zu den Füßen hier. Das kann man durchaus auch mit in den Körper hier einbeziehen. So, jetzt ist der Vogelkörper als solcher fertig. Ich gehe nur her und werde noch ein bisschen mit Blau so Schatten einmalen, aber nur ganz leicht. Und zwar hier unter diesen Flügeln. Einfach mit Blau dann über die andere Farbe drüber so einen Schatten ziehen. Und auch da hinten, wo man den Schwanz des Vogels hinten vom Körper aus betrachtet nach oben gehen sieht, kann man das Gleiche tun und vielleicht noch ein paar einzelne Federn andeuten. Das mache ich jetzt auch da unten, wo der Ansatz der Füße ist. So. Das langt dann auch schon. Dann habe ich hier so eine Art Permanentmarker. Das ist ein Stift, den man auch für Kalligraphie nehmen kann. Und damit male ich jetzt die Augen.
Und ihr kennt sicher schon meine Aquarell-Doodles. Das wird ja auch eben mit so einem Stift dann fortgeführt. Sobald das Aquarell fertig ist, kann man da noch grafische Elemente einarbeiten und auch eben die Figur noch ein bisschen verdeutlichen. Zum Beispiel kann ich jetzt hier nochmal den Schnabel umranden. Oder ich ziehe einfach Linien, die eben die Federn des Vogels andeuten. Einfach nur ganz, ganz locker. Natürlich kann ich auch Muster reinmachen, zum Beispiel solche Ecken. Dann kann ich mir noch was Lustiges ausdenken. Der Vogel hat da so ein paar kleine Flaumfederchen auf dem Kopf. Dann kann ich auch Muster reinbringen, die einfach grafisch sind. Das muss ja nicht, das ist ja nicht naturgetreu, das ist ja einfach nur eine lustige Illustration und Zeichnung. Da kann ich jetzt beispielsweise so kleine Schnecken reinmalen. Und natürlich fehlen jetzt noch die Füßchen. Ja, und dann kann ich natürlich noch Beiwerk hier bringen. Meinetwegen, ihr malt jetzt, läuft ein Weg und das sind so kleine Kieselsteine auf dem Weg. Die könnt ihr mit diesem schwarzen Stift da einzeichnen. Und dann wächst da ein Blümchen. Da oben ist dann eine
Sonne kann ich auch noch mal so in Schneckenform malen. Und natürlich möchte ich das auch noch ein ganz kleines bisschen kolorieren, wie zum Beispiel diese Blütenblätter. Oder dann die Steine. Und dann male ich hier noch so ein bisschen den Schatten von dem Vogel nach. Einfach mit einem zarten lila Ton. Und dann bekommt das Bild schon eine schöne räumliche Struktur. Da male ich noch so eine Position mit diesem Gras. Habe da noch ein bisschen eine zweite Ebene geschaffen. Und natürlich darf die Sonne nicht fehlen. Die ich auch mit verschiedenen Gelbtönen dann ausgestalten kann. Und ziehe ein paar Sonnenstrahlen. So meine Lieben, es war sehr schön, dass ihr mir zugeschaut habt. Das ist einfach heute nur mal ein Tagesgeschenk an euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ciao, eure Anne Pross. Bis zum nächsten Mal.